Die grenzenlose Freiheit wird zur absoluten Einsamkeit, weil einem irgendwann die Menschen ausgehen, mit denen man das teilen kann. Wir sind nicht einfach nur Menschen, sondern wir sind Mitmenschen. Und wenn du dann ohne Menschen bist, da ist dann nichts mehr mit frei sein. Also das Gift heißt Geld, ist jetzt 12 Jahre alt. Da habe ich mir selbst ein Ei gelegt, weil die Veranstalter, die mich buchen, sobald ich anfange zu verhandeln, sagen sie natürlich, ey, was ist mit dir los? Du singst doch, das Gift heißt Geld. Wir reden hier nicht über alles, was rund um die Existenzsicherung stattfindet, sondern einfach um die Gier, um das große Geld oder um das Geld, mit dem man Menschen dazu bringt, Sachen zu tun, die sie sonst nicht tun würden. Was weiß ich, seitdem hatten wir schon wieder eine Bankenkrise angeblich und da war ja auch das Gift der treibende Faktor. Schöner wäre es wahrscheinlich, wenn der Hauptkraftstoff die Liebe wäre in unserer Gesellschaft. Hier in unserer ersten Welt leben wir im Überfluss und wenn man denen sagen, andere Menschen, wenn man den klug umverteilen würde, hätten alle genug und man müsste sich nicht mehr das Essen streitig machen. Dementsprechend gäbe es auch keinen Grund mehr, wie Raubtiere aufeinander loszugehen, sondern dann kann die Liebe sich ihren Raum nehmen. Das klingt wunderschön. Oder dahin treten, wo jetzt der Streit dann noch auftaucht. Jo, Typ. Jo, Typ. Hallo. Zum Reichstag. Ja. Nee, komm, im Business habe ich mich ja nie rumgetrieben. Es sei denn, 2009 habe ich ja alle gedisst, ja. Inklusive des Alphabets. Ich brauchte keinen Gegner. Ich habe mit meinen eigenen Windmühlen gekämpft. Im Rückblick, klar, kann man diesen Wellenritt, das extreme Hoch, das extreme Tief, dann als bipolar oder manisch-depressiv beschreiben. Hier ist mein Proberaum. Das ist den meisten vielleicht nicht bekannt, aber ich bringe hier die Regierungsgebäude regelmäßig zum Schwingen. Das ist hier tatsächlich ein U-Bahn-Pferd. Im Einsatz. So, ich wollte es zwar nicht verraten, aber ich muss jetzt mal dringend in meinen Proberaum. Wir können leider nicht mitkommen. Dann das, was man vorher in einem stark gebündelten Zeitraum an Erlebnissen gemacht hat, umso länger wird dann die
Zeitspanne in der Depression. Ja, und das, was ich vorher an Logorö auf die Menschheit losgelassen habe, sprich mein nicht zu bremsender Redefluss, der verstummte dann mit einsetzender Depression. So viele Fragezeichen im Kopf, dass ich die Worte nicht mehr wirklich über die Lippen bringen konnte, weil ich sie, während ich sie formulieren wollte, schon wieder in Frage gestellt habe. Und dann habe ich mich eben erstmal damit beschäftigt, instrumentale Musik zu machen. Die hatte dann eher düstere Farbtöne. Ist aber unveröffentlicht. Noch unveröffentlicht, ja. Ich konnte dann, nachdem ich habe in Österreich überwintert, ein halbes Jahr in Einsamkeit, abgeschieden, wenig Kontakt zu anderen Menschen gehabt, habe da vor mich hingebrezelt, bin dann Anfang März 2010 wieder nach Berlin gekrochen mit meinem ganzen Scheiß. Und nun Anfang diesen Jahres habe ich mich bei vielen Menschen entschuldigt, beziehungsweise habe um Verzeihung gebeten für meine verbalen Attacken und meinen Zorn, der mich damals dann geritten hat. Und das hat mir auf einmal dann doch wieder den Mund geöffnet und auch in meinem Kopf verschlossene Türen aufgerissen, an die ich lange nicht ran bin. Und so purzelten dann doch auf einmal Texte aus meinem Schädel oder aus meinem Herz. Und ich konnte mit der Musik was anfangen. Und das griff auf einmal, das lief. Das war so wie Stöpsel gezogen und raus damit. Und dann machte das eben auch im Nachhinein auf einmal wieder Sinn, warum das jetzt so lange gedauert hat. Das ist jetzt eben viel persönlicher, näher an mir dran. Ich erzähle nicht irgendwas über irgendwen, sondern etwas aus mir, von mir. Da übt noch einer. Nehm ich. Aber in den Club will ich auch mal rein. Ich habe gehört, die haben einen fetten Sound.